Das Sennheiser MKE 600 ist nicht so sehr weit verbreitet, aber es ist mein absolutes Lieblingsmikrofon. Viele von euch wissen das. Und ihr habt mich immer wieder nach einem Video über dieses Mikro gefragt. Heute ist es also soweit und es tritt an gegen das noch relativ neue Videomic NTG von Rode. Kann das Neue meinen bisherigen Favoriten ersetzen? Das seht ihr in diesem Video. Tag zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem YouTube-Kanal von Medienmachen. Ich teste hier regelmäßig Mikros, Kameras und jede Menge an nützlichem Equipment fürs Medienmachen und mache halt Tutorials. Egal, ob du einen Podcast planst oder schon regelmäßig machst, ob du Video produzieren willst oder YouTuber bist oder werden willst, ich freue mich sehr, dass du meinen Kanal gefunden hast. Und bevor wir uns gleich die beiden Mikros näher ansehen, habe ich eine große Bitte. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du das machen würdest. Das ist kostenlos, geht ganz schnell und tut nicht weh. Und wenn du gleich auch noch auf die Glocke klickst, dann bekommst du immer sofort eine Nachricht von YouTube, wenn es hier ein neues Video von mir gibt. Vielen Dank schon mal. Ich bin viel unterwegs zum Drehen mit meiner kompakten Panasonic GH5 und neben der guten Bildqualität ist natürlich klar auch eine gute Tonqualität wichtig. Und deshalb sollte man sich auch gleich ein Mikrofon anschaffen, das man auf den Zubehörschuh seiner Kamera setzen kann. Du weißt bestimmt schon, dass die eingebauten Mikros von den meisten Kameras nicht allzu überragend sind und das hängt auch damit zusammen, dass die Mikrofone natürlich nicht wissen können, was man eigentlich ganz genau aufnehmen will. Das heißt, wir als Filmer müssen das bestimmen und deshalb sind solche Richtmikrofone am besten geeignet. Wie der Name schon sagt, man kann sie ausrichten. Sie nehmen das auf, was aus der Richtung kommt, in die sie zeigen. Ich habe schon einige Mikros ausprobiert, die man auf seine Kamera setzen kann und irgendwie bin ich aber dann doch immer bei diesem kleinen Kerlchen hier hängen geblieben, dem Rode Video Micro. Ich habe zu diesem kleinen Richtmikro auch schon einen Test gemacht. Das Video verlinke ich dir hier oben. Schau doch einfach mal rein. Das Video Micro ist schön klein, es fällt nicht zu sehr auf und die Kamera wird auch nicht zu unhandlich dadurch. Und trotzdem liefert das kleine Mikro aber eine wirklich beachtliche Tonqualität. Aber es ist vergleichsweise leise, also man muss den Pegel in seiner Kamera schon ziemlich hoch einstellen, damit man zum Beispiel bei Interviews noch eine vernünftige Tonqualität bekommt. Das liegt auch daran, dass es so kurz ist. Es ist also relativ weit immer von dem, was man da aufnehmen will, entfernt. Und deshalb habe ich noch ein zweites Richtmikrofon in meinem Kit und das ist eben das MKE 600 von Sennheiser. Das Mikro nehme ich immer dann, wenn es nicht so sehr darauf ankommt, möglichst wenig aufzufallen. Denn das MKE 600 ist schon ziemlich lang, steht relativ weit vor und sieht irgendwie immer so profimäßig aus. Dafür bekommt man aber auch einen richtig guten Ton damit, auch bei Interviews. Ich nutze das MKE 600 auch gerne auf der Kamera montiert, auf Messen, Kongressen oder auch bei Umfragen, wenn ich viele Interviewpartner hintereinander habe und nicht jeden von ihnen mit einem Lavalier-Mikrofon verkabeln will. Dieses Interview hier, das habe ich mit einem MKE 600 aufgenommen. Ja, das ist natürlich eine Frage der Entwicklung der Batterien. Denn Sie können sich vorstellen, bei einem Wohnmobil brauchen Sie eine ganz erhebliche Reichweite. Ein Lieferwagen, wie wir ihn hinter uns stehen haben, ist natürlich um einiges leichter als ein Wohnmobil mit seinem kompletten Aufbau und seinem kompletten Einbauten. Da sind wir dann schnell mal bei 3 Tonnen. Wenn man zu zweit ist, dann könnte natürlich einer Kamera machen und der zweite bringt dann das Mikro immer näher an den Interviewpartner heran. Zum Beispiel mit einer Tonangel oder einfach so aus der freien Hand. Aber klar, den Luxus hat man natürlich nicht immer. Bisher hast du meine Stimme in diesem Mikro hier über das kleine Lavalier-Mikrofon gehört. Und ab jetzt schalte ich mal um auf eins der beiden Mikros auf der Kamera. Ich habe beide Mikros parallel mit so einem Splitterkabel an die Kamera angeschlossen. Und du siehst immer eingeblendet, welches Mikro du gerade hörst. Ich bin ungefähr so 1,80 Meter von der Kamera entfernt und der Pegel in meiner Kamera steht im Moment auf 0 dB. Diese Einstellung muss man immer anpassen, und zwar so, dass sie zur Umgebung passt. Dafür hat man ja die Pegelanzeige an der Kamera oder auch am Audiorekorder. Als erstes hörst du gerade das MKE 600 von Sennheiser.
Ich finde, es klingt sehr natürlich und verfärbt auch meine Stimme nicht. Ich finde auch, dass es sehr ähnlich klingt wie das MKH 416 von Sennheiser, das gerne beim Fernsehen und auch beim Film benutzt wird. Und so klingt das Videomic NTG. Ich habe den Pegel in der Kamera extra nicht verändert, damit man die beiden Mikros vergleichen kann. Was ich aber eingestellt habe, das ist die Lautstärke direkt am Videomic NTG. Die steht jetzt auf 5. So eine Funktion ist ziemlich selten und ziemlich praktisch für so ein Kameramikrofon. Wie gefällt dir der Klang? Für meinen Geschmack ist das erste Mikro aus der Videomic-Reihe von Rode, das nicht so bassbetont und mufflig klingt. Bis hier gibt es also schon mal keinen deutlich hörbaren Unterschied zwischen dem MKE 600 und dem Videomic NTG, finde ich. Aber der Pegel in meiner Kamera ist ja vergleichsweise hoch eingestellt. Das ist bei einigen Kameras allerdings ein Problem, denn die in die Kamera eingebauten Vorverstärker, die rauschen gerne schon mal. Und deshalb will man die Kameravorverstärker eigentlich am liebsten so leise, also so niedrig wie möglich irgendwie in der Kamera einstellen. Ich stelle jetzt den Pegel in meiner GH5 auf -12 dB. Das MKE 600 wird dadurch sehr leise. Das liegt einfach daran, dass das Mikro nicht genügend Signal an die Kamera liefert. Beim Video Micro, also dem kleinen Mikro von gerade, ist das übrigens ähnlich. Ich lasse den Pegel jetzt mal einfach so niedrig stehen. Beim Videomic NTG kommt jetzt wieder das Einstellrädchen ins Spiel. Ich kann also den Pegel in der Kamera so niedrig wie möglich einstellen und jetzt einfach die Verstärkung im Mikrofon selber erhöhen. Hier bei meiner Kamera wird der Ton aus dem Videomic NTG dadurch wieder ausreichend laut. Rauschen ist bei meiner Kamera aber nicht zu hören, aber bei manchen schon. Durch die Lautstärkeregelung direkt am Mikro habe ich eine ungeheuer große Flexibilität. Ich kann meinen Kameratonpegel so niedrig wie möglich einstellen, das will ich ja, und dann aber die Lautstärke einfach direkt im Mikrofon verändern, so wie ich die jeweils in der konkreten Aufnahmesituation brauche. Ich muss jetzt also nicht in irgendwelchen Kameramenüs herumhampeln, während der Interviewpartner dann vielleicht da steht und auf mich wartet und mir zuguckt. Jetzt stelle ich den Pegel in der Kamera wieder hoch auf 0 dB und stelle das Videomic NTG wieder auf 5, damit wir die beiden Mikros wieder abwechselnd anhören können. Das Sennheiser MKE 600 hat eine eigene Stromversorgung, und zwar in Form einer AA-Batterie, die man vor jedem längeren Drehtag am besten immer frisch einsetzt. Ich benutze einen Akku dafür. Wenn man das MKE 600 auf einer Kamera mit einem 3,5 mm Klinkenanschluss benutzt, dann muss man das Mikro per Batterie oder Akku mit Strom versorgen. Und dann muss man es auch ein- und ausschalten. Es kann aber auch über ein XLR-Kabel angeschlossen werden. Und wenn die Kamera oder der Audiorekorder die sogenannte Phantom Power liefert, dann wird das Mikro auf diese Weise mit Strom versorgt. Dann gibt es noch einen Hochpassfilter, den man ein- und ausschalten kann. Das kann dann interessant sein, wenn man zum Beispiel an einer befahrenen Straße dreht und die Autogeräusche ein wenig wegfiltern will. Das Rode VideoMic NTG hat einen fest eingebauten Akku und ganz ehrlich, das ist für mich ein ganz klarer Nachteil für so ein Mikrofon. Ich muss es also entweder vor jedem Drehtag aufladen, um ganz sicher zu sein, dass es auch wirklich die ganze Zeit durchhält. Rode gibt an, dass eine Akkuladung 30 Stunden hält, also auf jeden Fall einen vollen Drehtag lang. Aber ich muss dann auch irgendwie im Kopf behalten, wie lange habe ich das Mikro jetzt schon benutzt und muss dann über den Daumen peilen, ob ich wohl noch auskomme. Und da finde ich es deutlich entspannter, einfach einen geladenen Akku dabei zu haben und ihn dann auszutauschen, wenn das nötig wird. Immerhin, über den USB-C-Anschluss kann ich auch eine externe Powerbank anschließen, wenn der Strom mal knapp wird. Wenn ihr da also ganz sicher gehen wollt, dann würde ich einfach immer so eine kleine aufgeladene Powerbank dabei haben, ja, die ich vielleicht sogar irgendwo mit an der Kamera montieren kann oder so. Was wirklich super praktisch ist, das VideoMic NTG schaltet sich automatisch ein, wenn man seine Kamera einschaltet und auch wieder aus, wenn man die Kamera ausschaltet. Und das funktioniert auch wirklich sehr zuverlässig. Das Mikro merkt das über das Anschlusskabel. Und übrigens merkt das Mikro auch, an welche Art von Gerät es angeschlossen wurde, ob das Kamera oder Smartphone ist. Ein besonderes Kabel braucht man dafür nicht. Sogar das automatische Ein- und Ausschalten funktioniert bei meinem iPhone.
Dann gibt es, wie am MKE 600, einen Hochpassfilter in 2 Stufen und eine sogenannte Präsenzanhebung. Und die finde ich ganz praktisch, denn vor allem dann, wenn man einen Fellwindschutz benutzt, dann wird der Klang ein bisschen dumpf. Mit der Präsenzanhebung kann man das dann wieder ausgleichen. Darunter ist der Knopf für ein Absenken der Lautstärke um -20 dB und das ist dann praktisch, wenn plötzlich eine sehr laute Schallquelle auftaucht, ohne dass man aber die vorher eingestellte Lautstärke verstellen will. Und auch einen Sicherheitskanal, eine solche Funktion gibt es bei dem Mikro. Wenn man die einschaltet, dann nimmt das Mikro automatisch auf dem rechten Kanal alles 20 dB leiser auf als auf dem linken. Wenn man also jetzt doch mal was aufgenommen hat, das plötzlich zu laut ist, dann kann man das im Schnitt bzw. in der Mischung hinterher einfach durch den anderen Kanal ersetzen. Und das funktioniert allerdings nur an einer Kamera, bei einem Smartphone geht das nicht. Und das ganz kleine Lämpchen ganz rechts zeigt an, wenn der Ton einfach zu laut ist. Dann weiß man, dass man ihn ein bisschen herunterregeln muss. Ganz schön viele Funktionen hat das VideoMic NTG, aber damit noch nicht genug. Der USB-C-Anschluss kann nämlich nicht nur zum Aufladen des internen Akkus benutzt werden. Über diesen Anschluss kann man das Mikro auch direkt an einen Computer anschließen zum Beispiel. Und dann wird aus dem Kameramikro plötzlich ein richtig vollwertiges USB-Mikro, mit dem man sogar Voice-Overs sprechen oder einen Podcast produzieren kann. Und wenn man das Mikro per USB an einen Mac oder an einen PC anschließt, dann wird aus der 3,5 mm Klinkenbuchse plötzlich ein Kopfhörerausgang. Das ist also schon ziemlich unglaublich, was Rode da alles in dieses kleine Mikro gepackt hat. Die Hardware von beiden Mikrofonen ist beeindruckend gut. Die Tasten lassen sich bei beiden wirklich gut bedienen und das Lautstärkerad am VideoMic NTG, das fühlt sich auch wirklich sehr gut an. Die Mikrohalterung ist aus Metall und man kann in ihr das Mikro auch so weit nach vorne schieben, dass ich zum Beispiel hier bei meiner GH5 noch immer genug Platz habe, um an den optischen Sucher heranzukommen. Welches Mikro letztendlich besser klingt, das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Ich ganz persönlich, ich mag den Klang des MKE 600 allerdings lieber. Aber das ist wirklich echte Geschmackssache. Insgesamt ist das Rode VideoMic NTG wohl eins der vielseitigsten Mikros, die man im Moment kaufen kann. Vergleichbar wäre da nur noch das D3 Pro von Deity. Dank der Lautstärkeneinstellung direkt am Mikro kann man das VideoMic NTG in eigentlich fast jeder Aufnahmesituation gut benutzen. Das macht sogar an einer Tonangel eine gute Figur. Jetzt willst du wahrscheinlich natürlich noch wissen, ob ich das MKE 600 denn jetzt gegen das VideoMic NTG ersetzen werde. Ich habe mich schließlich dagegen entschieden und ich bleibe bei meinem Duo bestehend aus Sennheiser MKE 600 und Rode VideoMicro. Und das liegt vor allem an dem fest eingebauten Akku. Das ist mir einfach zu unsicher. Ich kann unmöglich im Kopf behalten, ob das Mikro nun aufgeladen ist oder nicht. Und ich habe auch absolut keine Lust, mit einer Powerbank herum zu jonglieren, wenn mir dann am Drehort plötzlich doch mal der Strom ausgeht. Übrigens, ich habe extra in Australien bei Rode nochmal nachgefragt. Der Akku soll deutlich länger als 10 Jahre halten. 10 Jahre Garantie gibt Rode ja auf das Mikro. Aber auch danach will Rode den Akku kostenlos ersetzen. Die Möglichkeit, es auch als USB-Mikro zu benutzen, brauche ich persönlich nicht. Da habe ich halt andere Mikros. Aber wer ein Mikro sucht, das sowohl stationär als auch als Kameramikro benutzt werden kann, der macht mit dem VideoMic NTG ganz sicher nichts falsch. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bitte nicht vergessen, das Video mit dem Daumen nach oben oder vielleicht auch nach unten zu bewerten und natürlich den Kanal zu abonnieren, wenn du noch mehr Videos sehen willst zu Mikros, Kameras, Licht und zu allem, was man fürs Medienmachen braucht. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!